Haben Sie persönlich Angst vor einem dritten Weltkrieg? Die Hoffnung, dass das ohne eine Abschreckung wie im Kalten Krieg geht, die ist zerborsten. Wir waren doch voller Hoffnung, dass sich Demokratie und Freiheit durchsetzen. Und wir haben dann sehr schnell mit Jugoslawien erlebt und dann immer mehr, dass die Auseinandersetzung wieder zu uns kam und dass vielleicht diese glücklichen Stunden nicht der Normalfall der Geschichte sind. Und dass wir jetzt so etwas erleben wie die Ukraine, da nun jetzt zu sagen, ich bin optimistischer, als ich 1990 war, das erscheint mir nun nicht so ganz einfach. Behind me stands a wall that encircles the free sectors of this city. Wieder sind es Mauern. Mauern in den Köpfen, aus Ignoranz und Engstirnigkeit. If you seek peace, come here to this gate. Sie verlaufen zwischen Mitgliedern einer Familie, ebenso wie zwischen gesellschaftlichen Gruppen, Hautfarben, Völkern, Religionen. Open this gate. Ich wünsche mir, dass wir diese Mauern einreißen. Tear down this wall. Aber mehr als Sie kennen mich, wird am Ende als Botschaft bleiben. Ich hoffe. Überall in Europa setzte der gemeinsame Wille zur Freiheit unglaubliche Kräfte frei. Die Menschen demonstrierten und brachten die Mauer zu Fall. People accumulated a lot of frustration about the Stasi over all the years, and they had no possibility to articulate their frustration. And now, when some kind of freedom came, it somehow erupted like a volcano. Ich gehöre zu den glücklichen Menschen, die den Mauerfall in einem Alter erlebt haben, mit 35 Jahren, wo ja noch viel vor mir lag. Und das haben ja nicht alle so erlebt. Und deshalb weiß ich nicht, ob ich es noch weitere 30 Jahre so durchgehalten hätte. Das war Glück, das war wirkliches Lebensglück. Jeder bekam die Chance, etwas Neues aufzubauen, mitzugestalten und den Aufbruch zu wagen. Und auch ich bin aufgebrochen. Ich habe meine Arbeit als Physikerin in der Akademie der Wissenschaften in Ost-Berlin hinter mir gelassen und ich bin in die Politik gegangen, weil ich endlich gestalten konnte, weil ich den Eindruck hatte, jetzt sind die Dinge veränderbar, jetzt kannst du etwas tun. Ich habe so lange von nicht machbaren Versprechungen gelebt in der ehemaligen DDR, dass es mich wirklich nach dem Machbaren sehnt innerlich. Und ich bin dann ja mit meinem Abteilungsleiter auf Parteiensuche gegangen, weil für mich vollkommen klar war, ich wollte in eine der neueren Parteien und bin auf die Art und Weise dann auch zum demokratischen Aufbruch gekommen. Wie ist das? Sie haben ja damals begonnen mit einem Aufbruch zur Freiheit oder mit dem Aufbruch zur Macht? Natürlich mit dem Aufbruch zur Freiheit, das ist gar keine Frage. Ich habe ja am Anfang beim demokratischen Aufbruch mehr so dienende Funktionen gemacht, Computer ausgepackt oder war dann Sprecherin. Und da bin ich fröhlich vorangeschritten, weil mir das unglaubliche Freude bereitete. Menschen kennenzulernen, immer wieder neue Menschen kennenzulernen, interessante Gespräche zu führen, das hat mich erfüllt. Frau Bundesministerin Dr. Merkel, sind Sie bereit, den Eid zu leisten? Ja, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. So, Frau Merkel, wie wird man Ministerin?
Zum Zeitpunkt der Deutschen Einheit wurde der DDR-Ministerpräsident Lothar de Maizière der Stellvertreter von Helmut Kohl. Und als gegen ihn dann Vorwürfe aufkamen, dass er bei der Stadtsicherheit auch inoffizieller Mitarbeiter gewesen wäre, da brauchte man sozusagen einen Ersatz dafür. Und dann fiel der Blick auf mich. Und ich habe auch nicht Nein gesagt, aber es war natürlich in keiner Weise angemessen. Ich war eine Jungeinsteigerin in der Politik und fühlte mich mehr als Aushängeschild für den Osten, als dass ich glaubte, diese Funktion wirklich ausgefüllt zu haben. Unser System geht dahin, auch jemanden auf einen Posten zu hieven, der von der Optik und vom Image her gut passt, von der Kompetenz her noch nicht passt. Ja, das wird sich herausstellen, ob es von der Kompetenz passt oder nicht. Man sagt Ihnen immer nach, Sie seien ein Ziehkind von Helmut Kohl. Wie zieht er denn so? Ja, offensichtlich ganz gut, wenn so eine Karriere rausgekommen ist. Das war ja auch nicht schön, wenn dann immer, wir haben über Kohls Mädchen gesprochen oder wenn Journalistinnen unter auf dem Boden lagen und sich darüber amüsiert haben, dass meine Absätze vielleicht ein bisschen schief waren und ich nicht so etepetete gestylt war. Ich weiß nicht, wer ihr rät, welche Kleider sie anzieht. Das ist für mich völlig schleierhaft, nicht wahr? Sie könnte... Meinen Sie flotter oder meinen Sie moderner? Sie müsste einfach gegenüber Hillary Clinton hat sie einfach ein zu bescheidenes Outfit gehabt, ich will es mal so sagen. Werden Sie eigentlich auch gerne geschminkt, Frau Merkel? Ich schminke mich nicht gern, aber ich werde ganz gerne geschminkt. Das macht mir Spaß. Mir ist es ja dann oft begegnet, wenn es ein bisschen heikel wurde und so, na, hat sie Defekte, sie kommt ja aus dem Osten und hat sie die Freiheit verstanden und die Werte verstanden. Ich sei ja nur eine angelernte Bundesdeutsche und Europäerin. Und ich meine, das finde ich nun ganz krass. Wie viele Generationen ist man eigentlich angelernt? Und ab wann ist man nun wirklich dazugehörig? Was war auf dem Weg ins Kanzleramt das größere Hindernis? Ostdeutsch zu sein oder eine Frau zu sein? Also unterm Strich, glaube ich, eine Frau zu sein. Was mich verletzt ist, dass Frauen im Grunde in bestimmten Themenbereichen gar nicht zugetraut wird, dass sie dazu eine fundierte und vernünftige Meinung haben. Haben Sie da das Gefühl, dass Sie sich in dieser CDU mit all diesen Großkopferten, sage ich mal, von Stoiber über und so weiter durchsetzen können? Ja, ich glaube, Politik ist keine Frage von Körpergröße. Ich habe mir das angeguckt und ich habe natürlich festgestellt, wo die Fähigkeiten und Fertigkeiten meiner Kollegen in der Politik auch lagen. Aber ich habe auch festgestellt, dass im Allgemeinen nur mit Wasser gekocht wird. Und ich will nicht von irgendwem eine Person sein, sondern ich will aus mir heraus eine Person sein. Mal ein bisschen albern und überspitzt gesagt, es kann sein, in 5 Jahren sind Sie für Kohl nicht mehr so bequem wie jetzt? Das kann man nicht ausschließen, das kann ich aber auch nicht voraussagen. Guten Abend, meine Damen und Herren. In der CDU-Spendenaffäre gerät Altbundeskanzler Kohl immer mehr in die Enge. Die Parteiführung forderte ihn heute nachdrücklich auf, Klarheit über bislang anonyme Geldgeber zu schaffen. Diese Spender haben mir diese Summe anvertraut und ich habe nicht die Absicht, deren Namen zu nennen, weil ich mein Wort gegeben habe. Ein Wort geben ist ja eine wichtige Sache. Und ich will das auch gar nicht leicht hinstellen. Aber ein Wort für etwas geben, was gleichzeitig bedeutet, dass ein Gesetz nicht eingehalten wird. Das ist etwas, was wir als eine Partei, die für Rechtsstaatlichkeit immer eingetreten ist, nicht aushalten. Ich spürte, dass alle eine bestimmte Hemmung hatten bei der Aufklärung dieser Sache, weil Helmut Kohl eben eine so berühmte Persönlichkeit war. Und ich hatte damals wirklich Sorge, dass die CDU als Partei völlig unglaubwürdig wird. Und da habe ich ja dann einen Artikel in der FAZ geschrieben, also wirklich, wo ich mich mit Helmut Kohl auseinandergesetzt habe.
Und da wusste ich nicht, was passiert danach. Ich habe keine Angst, ich habe kein schlechtes Gewissen und Mitleid ist auch das falsche Wort. Ich habe Helmut Kohl persönlich sehr viel zu verdanken. Ich habe dann die Erfahrung gemacht, dass die Mitglieder der CDU das einfach geschätzt haben und dadurch bin ich CDU-Vorsitzende geworden. Ich nehme die Wahl an. Ich bedanke mich für die große Unterstützung und bitte darum, dass sie noch eine Weile anhält. Ich habe das gemacht, was man tun muss, um an der Macht zu sein. Und dazu gehört auch eine Freude an politischer Macht. Das ist ja nichts Abstoßendes, sondern das ist die Freude, Entscheidungen zu treffen, Mehrheiten zu finden und Menschen hinter sich zu versammeln. Als es plötzlich eine Frau aus dem Osten gemacht hat, hat man gesagt, ja, da ist nun jetzt irgendwie die männermordende Merkel am Werke. Wenn Sie CDU-Vorsitzende werden wollen, können Sie nicht sagen, der Kanzler möchte ich nicht. Und das war damals 2000 schon für mich ein Gedankengang, der mich auch erstmal, hat mich schon befragt. Und dann habe ich gedacht, das traust du dir zu. Meine Partei hat es mir 2002 nicht zugetraut. Damals wurde ja Edmund Stoiber Kanzlerkandidat. Damit musste ich mich auch auseinandersetzen. Dann hat sich die Gelegenheit natürlich 2005 ergeben, als dann Gerhard Schröder die Neuwahlen ausgerufen hat. Wenn wir das alles schaffen wollen, dann müssen wir ein paar Dinge verändern. Je näher es der Wahltag kam, umso mehr Menschen haben irgendwie Sorge gekriegt. Kann die das? Kann das eine Frau? Unter Frau Merkel wird alles teurer, aber nichts besser. Selbst Frauen haben nicht zugetraut, mir das. Ja. Bundeskanzler, das sind Sie ja noch, bis zur Neuwahl. Das bleibe ich auch, Herr bis zur Neuwahl Brenda. eines neuen. Auch wenn Sie dagegen arbeiten. Verglichen mit dem, was in dieser Republik geschrieben und gesendet worden ist, gibt es einen eindeutigen Verlierer. Und das ist nun wirklich Frau Merkel. Und das sollten auch Sie mal zur Kenntnis nehmen. Misch dich nicht ein, wenn du nicht gefragt wirst. Sonst vergreifst du dich auch noch im Ton. Das war mein Denken. Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden? Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen. Ich habe mir dann so gedacht, würde der das mit einem Mann auch machen? Und ich glaube, er hat irgendwie gedacht, er kriegt mich damit psychologisch klein. Sie wird keine Koalition unter ihrer Führung mit meiner Sozialdemokratischen Partei hinkriegen. Das ist eindeutig. Machen Sie sich da gar nichts vor. Abgestimmt wurde über Parteien und da ist das Ergebnis so, wie es ist. Und insofern kann es ja sein, dass der Bundeskanzler heute Abend noch etwas Schwierigkeiten hat, von der Tatsache wirklich erfasst zu sein, dass Rot-Grün abgewählt ist. Sie uns an dieser Stelle nicht neu anfangen. Erzählen, dass Sie gewonnen haben. Und da hat Schröder etwas vollkommen unterschätzt, dass wenn sozusagen der schwächere Teil immer und immer wieder angegriffen wird, dass dann die Solidarität umschwenkt. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Liebe Frau Dr. Merkel, Sie sind damit die erste demokratisch gewählte Regierungschefin in Deutschland. Das ist ein starkes Signal für viele Frauen und für manche Männer sicherlich auch. Sie werden Kanzlerin des Deutschland. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Hier ist die wunderbare Aussicht auf den Reichstag. Da hat man immer gleich das Parlament im Blick. Dann ist noch bemerkenswert, dass ich mir als erstes Mal als Bundeskanzlerin einen Globus habe besorgt. Wir denken in Europa oder in Deutschland, dass wir schon ziemlich im Zentrum der Welt sind.
Und das erste Mal bin ich aufgeschreckt, als zu 50 Jahren römische Verträge der Papst eine Rede gehalten hat in Rom und Europa als die Halbinsel vor der asiatischen Landmasse bezeichnete. Ich habe immer versucht, die internationalen Organisationen zu stärken, den IWF, die Weltbank, die Welthandelsorganisation und andere. Die habe ich jedes Jahr eingeladen, 13 Mal, und habe einfach dadurch auch versucht, deutlich zu machen, wir müssen zusammenarbeiten auf der Welt. Und in meiner Zeit sind ja auch nach der Finanzkrise die G20 entstanden. Was ist dann die radikalste, was ist die entscheidendste Veränderung in Ihrer Politik? Nochmal, meine Politik passe ich der Wirklichkeit an. Politik beginnt mit dem Betrachten der Realität. Das habe ich sehr früh gelernt. Wenn ich etwas erreichen will in der internationalen Politik, muss ich auch mit Menschen sprechen, die völlig andere Überzeugungen und völlig andere Meinungen haben. Ansonsten hat die Diplomatie keinen Raum mehr. In der Ruhe liegt die Kraft, sich die Dinge genau anzuschauen, zu analysieren. Die Voraussetzung für mich, Politik zu machen, ist, dass ich morgens aufstehe und eine gewisse Neugierde auf den Tag habe und auf Menschen, denen ich begegne, die sich freuen, dass ich komme, manchmal vielleicht auch ärgerlich sind und mir was Kritisches sagen wollen, aber dass ich neugierig sein kann. Also ich bin gerne Politikerin, hat mich ja keiner gezwungen. Ich möchte als erstes den Wählerinnen und Wählern danken, die der Union ein so überragendes Vertrauen gegeben haben. Und ich darf den Wählerinnen und Wählern versprechen, wir werden damit verantwortungsvoll und sorgsam umgehen. Herzlichen Dank. Sie sind auf dem Höhepunkt Ihres Schaffens. Jetzt die Frage, was möchten Sie noch Großes erreichen? Warum sind Sie noch Kanzlerin? Kurze Werbeunterbrechung. Dieses Video war fast 2 Monate in Arbeit und ich mache alles allein und die Miete zahlt sich auch nicht von selber. Deswegen, wenn ihr mich unterstützen wollt, bleibt einfach kurz dran. Vielen Dank. Ich starte mal ganz von vorn, nämlich im Bett. Ich schlafe seit einiger Zeit auf einer Emma-Matratze und habe gemerkt, wie unterschätzt eine gute Matratze nicht nur für deinen Schlaf, sondern auch für deinen Tag ist. Ich habe das Gefühl, ich schlafe tiefer und wache morgens erholter auf. Was viele nicht wissen, Emma macht nicht nur Matratzen, sondern auch Betten, Decken, Kissen und generell alles rund ums Thema Schlaf und Komfort. Gerade die Kissen finde ich nice, weil man die Höhe anpassen kann und sie nachts durch das Aircrate-System kühl bleiben. Und was ich auch wichtig finde, du kannst die Matratze bis zu 100 Nächte Probe schlafen und der Versand inklusive die Abholung ist auch kostenlos. Guter Schlaf ist halt die Basis für alles, egal ob Training, Arbeiten oder kreativ sein. Wenn du schlecht pennst, merkst du es den ganzen Tag. Aktuell ist bei Emma Winter Sale. Viele Produkte sind bis zu 50% reduziert und mit meinem Code spart ihr nochmal 5% on top. Der Link und der Code ist in der Infobox. Wenn ihr überlegt habt, euren Schlaf zu upgraden, ist jetzt ein super Zeitpunkt. Also los geht's. Vielen Dank fürs Dranbleiben. Jetzt schnell weiter mit dem Video. Viel Spaß. In Ungarn spitzt sich der Konflikt zwischen Behörden und Flüchtlingen zu. Immer verzweifelter dringen die Menschen auf eine Ausreise nach Deutschland oder Österreich. Von Budapest haben sich hunderte Flüchtlinge zu Fuß auf den Weg nach Österreich gemacht. Die allermeisten von uns kennen den Zustand völliger Erschöpfung auf der Flucht, verbunden mit Angst um das eigene Leben oder das Leben der Kinder oder der Partner. Zum Glück nicht. The problem is a German problem. Nobody would like to stay in Hungary. Deutschland ist ein starkes Land. Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. München rechnet bis Sonntag mit bis zu 50.000 Menschen und fordert dringend Hilfe von den Bundesländern und der Bundesregierung. Oberbürgermeister Reiter erklärte, die Stadt sei mit ihren Kapazitäten am Limit. Stellen Sie sich mal vor, wir würden jetzt alle miteinander erklären, wir schaffen es nicht. Und dann? Unterdessen wird in der Union der Streit über die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung schärfer. Das Tempo des Zustroms ist sehr hoch.
zu hoch. Zum Teil wird er gar nicht registriert. Das heißt, wir wissen gar nicht, wer im Moment ins Land kommt. Und das ist auf Dauer mit der Sicherheit nicht zu vereinbaren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land. Sie wissen nicht, wer kommt. Sie wissen nicht, wie viele kommen. Sie wissen nicht, wie viele schon hier sind. Das hält auf Dauer keine Gesellschaft aus. Die Angriffe auf geplante oder bestehende Flüchtlingsunterkünfte sind laut Bundeskriminalamt sprunghaft angestiegen. Ich habe Angst, dass dieses hier ganz böse Folgen hat für meine Kinder und Kindeskinder. Und bitte, Frau Bundeskanzlerin, machen Sie die Grenzen dicht. Nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt fahnden die Behörden nun öffentlich nach einem verdächtigen Tunesier. Der verdächtige Amri sollte schon im Sommer dieses Jahres abgeschoben werden, doch das scheiterte an fehlenden Papieren. Dramatische Verluste für die Regierungsparteien. Die AfD diesmal gleich drittstärkste Kraft. Diese 4. Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Bei der Bundestagswahl 2021 werde ich nicht wieder als Kanzlerkandidatin der Union antreten. Wir werden Sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen. Und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen. Das war eine harte Zeit, die ich vorher bis zu dieser Entscheidung noch nicht hatte. Es gehört dazu, dass man als Politiker auch mal beschimpft wird. Das ficht mich jetzt nicht weiter an. Was mich anficht, ist, dass wir solchen Hass und solche Stimmung in unserem Land haben. Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern. Wir haben jetzt gerade in letzter Zeit eine schwere Zeit gehabt, weil wir kurz davor waren, abgeschoben zu werden. Und mir ging es hier in der Schule auch richtig schlecht. Das haben die Lehrer und Schüler mitgekriegt. Deswegen. Ihr solltet wieder zurück in den Libanon. Genau. Ja, genau. Ich verstehe das und dennoch muss ich jetzt auch, das ist manchmal auch hart Politik. So, wenn du jetzt vor mir stehst und dann bist du ja ein unheimlich sympathischer Mensch, aber du weißt auch, in den palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon gibt es noch Tausende und Tausende. Und wenn wir jetzt sagen, ihr könnt alle kommen und ihr könnt alle aus Afrika kommen und ihr könnt alle kommen, das können wir auch nicht schaffen. Oh, komm. Du hast das doch prima gemacht. Ja? Ich glaube nicht, Frau Bundeskanzlerin, dass es da ums Prima-Machen geht, sondern dass es natürlich eine sehr belastende Situation ist. Weiß ich, dass es eine belastende Situation ist. Und deshalb möchte ich Sie trotzdem einmal streicheln, weil wir ja euch nicht in solche Situationen bringen wollen und weil du es ja auch schwer hast und weil du ganz toll aber dargestellt hast für viele, viele andere, in welche Situation man kommen kann. Ja? Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Für jemanden wie mich, für die Reise- und Bewegungsfreiheit ein schwer erkämpftes Recht waren, sind solche Einschränkungen nur in der absoluten Notwendigkeit zu rechtfertigen. Sie sollten in einer Demokratie nie leichtfertig und nur temporär beschlossen werden. Aber sie sind im Moment unverzichtbar, um Leben zu retten. Ich meine, ich kam aus der DDR. Ich habe mich gefreut, dass ich all die Freiheiten habe. Und jetzt bin ich die Bundeskanzlerin, die mitteilen muss, man darf sich nur noch in kleinen Gruppen treffen. Wenn Sie die DDR in 2, 3 Sätzen beschreiben sollten, wie würde sich das anhören? Also sie mussten sehr, sehr fleißig sein, damit sie ihr normales Leben bewältigen konnten.
Aber sie haben eben für den vielen Fleiß unheimlich wenig geschafft. Sie waren immer auf der Jagd. Sie mussten im Winter die Sommerschuhe kaufen. Sie mussten alles nehmen, wann immer es irgendwie da war. Vor allem aber hatte, im Unterschied zum Leben in der Demokratie, der einzelne Mensch keinerlei einklagbaren Rechtsschutz. Der Staat handelte willkürlich und seine Strafen erstreckten sich nicht nur auf die betroffene Person, sondern zumeist gleich auf die ganze Familie oder Gruppe. Man war sich im Grunde auch gewiss, dass wo immer 20 Leute zusammensaßen, mindestens einer von der Stasi war. Und das eigentlich perfide war, dass bei vielen Menschen darauf geachtet wurde, ob sie irgendwann mal einen Fehler machen, ob sie die Straßenverkehrsordnung nicht einhalten, ob sie eine Liebschaft neben der Ehe haben. An diesen Punkten hat die Stasi dann ganz bewusst angesetzt, also Menschen immer in Notsituationen versucht rauszupicken, sie dann zu erpressen, sodass ich auch schon durch meine Eltern als Kind immer die Lehre gehabt habe, wenn die euch ansprechen, dann müsst ihr immer sagen, ihr könnt den Mund nicht halten. Und das war die einzige Möglichkeit der Staatssicherheit zu entkommen. Gott sei Dank ist Leben auch in der DDR mehr gewesen. Es waren Freunde, es waren Eltern, es waren Feste, es waren schöne Erlebnisse. Wir haben ja auch Disco gemacht, wir haben im Studium immer Disco gehabt, also 60-40 musste angespielt werden, aber es war von der Atmosphäre her, so war es natürlich genauso. Für die ja, Wessis hier 60% Ostmusik, 40% Westmusik, ja, also. Das war jetzt nicht der Alkoholanteil zum Wasser, sondern... Haben Sie selber aufgelegt? Nee, ich war ja Bardame. Aber Bardame? Ja, ja. Gab es eigentlich in der DDR früher mehr Chancengleichheit für die Frauen? Im Westen wird oft angenommen, dass es sie gab, aber ich muss sagen, dass es sie bei näherem Hinsehen eben doch nicht gab. Es gab eine Mehrfachbelastung von Frauen, es gab vielleicht mehr Gleichheit im Berufsleben, aber insgesamt gab es auch keine Beteiligung von Frauen an wirklichen Entscheidungsfunktionen. Do you consider yourself a feminist? Interesting reaction. Ehrlich gesagt, möchte ich... Also, die Geschichte des Feminismus ist eine, bei der gibt es Gemeinsamkeiten mit mir und es gibt auch solche, wo ich sagen würde, da gibt es Unterschiede. Und ich möchte mich auch nicht mit einem Titel schmücken, den ich gar nicht habe. Ich sag mal, Alice Schwarzer oder so, die haben ganz schwere Kämpfe gekämpft. Und jetzt komme ich und setze mich auf die Erfolge und sage, ich bin jetzt eine Feministin, das ist aber toll. Does anybody on this panel consider herself a feminist? Let's... Hands up. Who's considering herself a feminist on the panel? Hat die Parteivorsitzende der CDU und langjährige Bundeskanzlerin genug getan, um Frauen zu ermuntern, in die Politik zu gehen? Ja, wenn ich mir die Mitgliederzahl in meiner Partei anschaue, offensichtlich nicht. Meine Illusion, als ich jetzt in die Freiheiten aus der Diktatur der DDR kam, dass, wenn alle Personen gleichberechtigt sind, dass sich das von alleine ergibt, die hat sich natürlich als große Fehleinschätzung herausgestellt. Und das habe ich im Laufe meines Lebens gelernt. Und deshalb bin ich in der Hinsicht auch immer feministischer geworden. Я сперва хочу передать сердечные приветы господину Виноградову, потому что он там руководит вот эту миссию. Спасибо большое, это для нас очень приятная неожиданность. Спасибо. А теперь понимаете, что хочу говорить. Hallo, Frau Bundeskanzler.
Antrittsbesuch bei Präsident Putin. Sprechen Sie Russisch mit ihm oder müssen bei komplizierten Themen dann die Übersetzer das Feld übernehmen? Nein, also bei komplizierten Themen ist es sowieso so, dass die Übersetzer das machen. Der Präsident Putin spricht besser Deutsch als ich Russisch, sodass im Zweifelsfalle er Deutsch spricht. Er hat ja etliche Jahre hier gelebt. Heute müssen wir fest und endgültig erklären, der Kalte Krieg ist vorbei. Ich kann mit Zuversicht sagen, das Hauptziel der Innenpolitik von Russland ist vor allem die Gewährleistung der demokratischen Rechte und Freiheit. Ich bin überzeugt, wir schlagen heute eine neue Seite in der Geschichte unserer bilateralen Beziehungen auf. Finden Sie da so eine innere Beziehung zu den Menschen, weil Sie dieses Land einfach besser kennen? Ja, das macht schon auch einen Teil dessen aus, dass ich von früher her mich da recht gut auskenne, dass ich mich auch in manche Situationen, glaube ich, ganz gut hineinversetzen kann. Auch finde, dass es Russland ja nicht immer ganz einfach hat. Sie haben ja sie haben eine ganz andere Geschichte im Grunde erlebt und ich möchte ja, dass dieses Land auch erfolgreich ist. Кстати говоря, Россию нас постоянно учат демократии. Но те, кто нас учат, сами почему-то учиться не очень хотят. Думаю, очевидно, процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого Альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьезно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия. И у нас есть справедливое право откровенно спросить, против кого это расширение. Er wusste, dass Sie Angst vor Hunden haben. Warum glauben Sie, hat er das gemacht? Hier ist es ja einfach interessant, dass offensichtlich es ein Bedürfnis gibt, so was aufblitzen zu lassen. Ich weiß schon, wovor du Angst hast. Dort haben wir zum ersten Mal das ausgetauscht, dass für ihn der Zerfall der Sowjetunion die schlimmste Sache des 20. Jahrhunderts war. Und ich habe ihm gesagt, weißt du, für mich war das der Glücksumstand meines Lebens. Und damit stehen wir auf zwei unterschiedlichen Seiten. Und er hat im Grunde immer ein Verständnis von einer Großmacht gehabt, die er letztlich wieder kreieren wollte. Also für ihn kann Russland nur groß sein, wenn man möglichst auch viele Staaten in Abhängigkeit hat. Und das hat sich schon durch sein Leben gezogen. Hurra! Russland hat eine Großoffensive gegen die Ukraine gestartet. Seit der vorigen Nacht rücken Truppen auf mehrere Landesteile vor. Dieser Überfall auf die Ukraine, wie er am 24. Februar stattgefunden hat, findet keinerlei Rechtfertigung. Es ist ein objektiver Bruch aller völkerrechtlichen Regelungen und all dessen, was uns in Europa überhaupt in Frieden zusammenleben lässt. Wenn wir anfangen, durch die Jahrhunderte zu gehen und zu sagen, welches Stück Territorium gehört wem, dann haben wir nur noch Krieg. Das geht auf gar keinen Fall. Haben Sie das Gefühl gehabt, Sie haben da viel gemacht dafür, dass die Ukraine stark werden konnte? Also, Sie glauben nicht, wie viel ich dafür gemacht habe. Also wirklich, die Zahl der Telefonate und die Zahl der Versuche und so weiter. Es gab immer die These, wenn zum Beispiel Nord Stream 2 in Betrieb ist, dann wird Putin die Ukraine überfallen. Er hat sie überfallen, obwohl Nord Stream 2 gar nicht fertiggestellt war. Ich habe mich auch den Wünschen der deutschen Industrie an der Stelle angeschlossen, sage ich mal. Denn billiges Gas und billige Energiepreise waren schon auch eine Voraussetzung für unseren wirtschaftlichen Wohlstand. Ich glaube vielmehr, dass wir hätten ernsthaft da die Abschreckungsseite entwickeln müssen, also militärisch mehr investieren müssen, das 2%-Ziel schneller erreichen müssen. Das ist mir nicht gelungen. Germany pays Russia billions and billions of dollars for the pipeline. And yet we defend them against Russia. I said to Angela, who I like a lot actually, I get along with her actually good. I got along with her very good, but she's tough.
and she's smart and she takes advantage of the United States. I said, so Angela, we defend you from a country that you're giving billions and billions of dollars to a month. How does that work, Angela? And she just smiled. I have German in my blood. I'll be there. Thank you. Okay. Head up. I've been right about everything. And I'm telling you that if you don't get away from the green energy scam, your country is going to fail. Der Klimawandel bedroht die natürlichen Lebensgrundlagen. Er und die daraus erwachsenen Krisen sind von Menschen verursacht. This climate change, it's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion. Also können und müssen wir auch alles Menschenmögliche tun, um diese Menschheitsherausforderung wirklich in den Griff zu bekommen. Wir haben uns für das Jahr 2020 vorgenommen, unsere CO2-Emissionen um 40% zu reduzieren. Und wir müssen mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass wir dieses Ziel, was wir uns 2007 vorgenommen haben, leider nicht erfüllen werden. Ist denn Umweltpolitik nur was für gute Zeiten? Also wenn es andere größere Eben gerade Probleme nicht. Eben gerade nicht. Das Problem ist, dass die Umwelt ja nicht fragt, ob wir Hoch- oder Tiefkonjunktur haben. Wenn wir heute nicht handeln, dann haben wir Hunger, Dürre. Und dann haben wir auch ganz andere Probleme natürlich wieder, dass Flüchtlingsbewegungen einsetzen und so weiter. Wenn es kein Corona gegeben hätte, keine Flüchtlinge gegeben hätte, keine Euro-Krise, hätte ich vielleicht mehr Zeit für Klimaschutz gehabt, ja. Wir haben einiges getan, aber gemessen an der Herausforderung nicht genug. Und das ist etwas, was auch ich jungen Leuten hinterlassen habe, die ja noch eine ganz andere Lebensperspektive haben, wo ich auch meine Ratlosigkeit im Grunde ein Stück weit eingestehe. Also ich finde es sehr tragisch, dass wir im Augenblick im Grunde so tun, als gäbe es die Herausforderung des Klimawandels so gut wie gar nicht. Sie ist vielleicht die größte Bedrohung der Menschheit, die wir im Übrigen auch nur miteinander bewältigen werden können. Also ich glaube, es hatte mit zwei Dingen zu tun. Einmal war ich, glaube ich, schon sehr erschöpft nach dem Tod meiner Mutter. Das hat mich doch mehr in Anspruch genommen, als ich dachte. Zum Zweiten hing es dann auch mit wenig Trinken zusammen. Und zum Schluss war es dann eigentlich auch schon so eine Art Angst, wenn überhaupt wieder so eine Situation auftrat. Alltag oder Ausnahmezustand? Worüber möchten Sie lieber sprechen? Alltag. Ist aber manchmal identisch. Ja, Wenn man im Amt ist, lebt man in den politischen Problemen. Also als ich die Euro-Krise zu bewältigen hatte oder die Weltfinanzkrise oder Corona, dann habe ich im Grunde mehr oder weniger Tag und Nacht darüber nachgedacht, mich mit Menschen beraten, viele Meinungen eingeholt. Aber dann ganz zum Schluss ist man natürlich auch mit sich alleine als Bundeskanzlerin. Ich hatte Freizeit, so ist das nicht. Aber es konnte jeden Tag in die Freizeit, ich habe mich mit einer Freundin verabredet oder mit den Eltern oder der Familie, es konnte jederzeit etwas passieren, was Vorrang hatte. Und dann war jede Verabredung hinfällig. Ich habe manchmal Furcht fast davor, zu Freunden zu gehen, bei denen ich lange nicht war, weil man sozusagen erst eine ganz lange Strecke Neugierde absprechen muss. Alle haben wochenlang ferngesehen und haben nun Fragen. Und dann ist meistens der Abend schon vorbei, ehe man dann zu dem Punkt kommt, wo man entspannt über das Normale sprechen kann. Und Sie haben auch gesagt, meine größte Sorge ist, dass man immer verschlossener wird. Ja, da muss man auch aufpassen, nicht? Geben Sie Ihrem Privatleben und Ihren Emotionen wirklich manchmal so wenig Raum? Ich glaube, denen gebe ich schon Raum, aber sie sind eben privat und deshalb nicht Teil des öffentlichen Lebens. Weil ich glaube, jeder Mensch braucht einen Schutzraum, den er nicht der Öffentlichkeit preisgibt, sonst kann man nicht existieren.
Bundeskanzlerin, genießen Sie den Urlaub? Wie ist es denn? Was macht einen Mann für Sie attraktiv? Ja, einmal Sie kurz sprachlos zu sehen. Schöne Augen. Ja? Wie bewahrt man sich die Menschlichkeit im Politikbetrieb, auch über 16 Jahre? Ja, das ist eine interessante Frage. Ich habe immer mich befragt, wirst du zynisch? Oder kannst du noch neugierig auf Menschen sein? Und ich glaube, wenn man so irgendwie den Eindruck hat, oh, schon wieder so viele Leute, und dann muss man aufhören. Jetzt sitzen wir hier, Frau Merkel, 10 Jahre später und die große Frage ist, haben wir es denn geschafft? Ich habe versucht, das Land 16 Jahre als Bundeskanzlerin mit vielen, vielen anderen, die mitgeholfen haben, durch eine nicht immer einfache Zeit zu führen und an einigen Stellen auch die Weichen für die Zukunft zu stellen. Es stellt sich heraus, dass an manchen Stellen das nicht ausreichend war. Da muss jetzt nachgesteuert werden. Und was sich als besonders schwierig herausgestellt hat und was ich vielleicht auch in dieser Schwierigkeit nicht gesehen habe, ist, wie schwer es ist, Menschen, die eben ausreisepflichtig sind und die zum Teil ja bei uns jetzt auch kriminell geworden sind, terroristische Anschläge verübt haben, die wieder außer Landes zu bringen. Aber man soll auch mal ein gutes Wort über die sagen, die zu uns gekommen sind und heute teilweise perfekt Deutsch sprechen, studiert haben, Ärzte und Krankenschwestern sind, uns im Servicebereich helfen und die alles tun, auch einen Beitrag für dieses Land zu leisten. Die Frage war, wie reagiert Europa, wenn Menschen in einer Notsituation jetzt bei uns sozusagen quasi an der Haustür klopfen? Und begegnen wir denen mit Würde? Oder setzen wir Wasserwerfer ein? Das war nämlich die Alternative. Wegen einer möglichen Aufstieg der AfD diese Entscheidung dann zugunsten von Wasserwerfern zu treffen, das hätte ich nicht gewollt und hätte ich nicht gemacht. Wenn irgendeine Partei versucht zu bestimmen, wer denn nun noch zum Volk gehört und wer jetzt irgendwie die Elite ist oder nicht mehr dazugehört, dann passiert etwas ganz, ganz Schreckliches mit unserem Land. Ich wollte auch nicht, dass wir wieder eine solche Situation haben wie 2015. Ja. Aber wenn solche Situationen kommen, müssen wir uns hinterher auch fragen, waren alle unsere Reden über Werte und Menschenwürde und so weiter schöne Sonntagsreden? Oder haben wir dann versucht, auch ein bisschen danach zu handeln? Die Bilder, die um die Welt gingen, waren die Bürgerinnen und Bürger, die am Morgen nach dieser Entscheidung die Menschen in München und anderswo am Bahnhof empfangen haben, die ganz selbstverständlich geholfen haben. Die vielen Tausenden. Und da hat die Welt gesagt, das ist aber eine schöne Geste. Und das kam aus dem Herzen der Menschen. With respect to her position on refugees here, she is on the right side of history on this. And I'm very proud of her for that, and I'm proud of the German people for that. Und dass ich von einem amerikanischen Präsidenten die Freiheitsmedaille empfangen würde, das lag jenseits aller meiner Vorstellungskräfte. Und glauben Sie mir, diese Auszeichnung ist ein wirklich sehr bewegender Moment. You can all applaud. Wir sind jetzt seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine in einer völlig neuen Situation. Und diese Situation kommt zusammen mit einem großen Druck im Zusammenhang mit der Klimaherausforderung, eine technologische Umstellung zu machen. Und es kommt zusammen mit einer Entwicklung, die ich bedauere, aber die wir einfach zur Kenntnis nehmen müssen, dass der Traum von einer multilateralen Globalisierung, friedlichen, fairen Handel
längst nicht so einfach zu realisieren ist, wie wir uns das mal gedacht haben. Das sind veränderte Gegebenheiten, in denen man mir nur eins einleuchtet, dass wir in Europa enger zusammenhalten müssen. Und Gott sei Dank tut Europa das auch heute. Das erfreut mich und das muss auch so bleiben. Sonst sind wir verloren in dieser Welt. Diese Demokratie, sie ist zerbrechlicher, als ich vielleicht vor 1990 dachte. Das sage ich gerade auch in Richtung der jungen Leute. Jede Generation muss immer wieder dafür kämpfen. Das ist nicht gegeben. Seid bereit zur Begegnung, seid neugierig aufeinander. Erzählt einander eure Geschichten und haltet Unterschiede aus. Vielfalt und Unterschiede sind keine Gefahr für die Demokratie. Ganz im Gegenteil. Vielfalt und Unterschiede sind Ausdruck gelebter Freiheit. Mauern können einstürzen, Diktaturen können verschwinden, wir können die Erderwärmung stoppen, wir können die Ursachen von Flucht und Vertreibung bekämpfen. Das alles können wir schaffen. Ich habe gelernt, dass auch für schwierige Fragen Antworten gefunden werden können, wenn wir die Welt auch immer mit den Augen des anderen sehen. Wenn wir Respekt vor der Geschichte, der Tradition, der Religion und der Identität anderer haben. Wenn wir fest zu unseren unveräußerlichen Werten stehen und genau danach handeln. Ich finde sowas ganz, ganz wichtig zu haben, so ein Leuchtturm, wo man sagt, okay, da ist ein Licht und da kann man hingehen, das ist gut. Also vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Das sollten aber viele andere sollten auch so ein Licht sein. Danke. Dankeschön. Ich habe jetzt das Gefühl, ich weiß alles über Sie, außer wer Sie sind. Na, sehen Sie? So bleibt es spannend. Ja,